Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Caesar 3. Ich bin euer Dominus und wir spielen den zweiten Teil unserer Mission Syravalis, kreiert von den City Builders für Caesar 3. Ja, wir haben hier unsere Stadt Syrakuse aufgebaut und schon richtig gut entwickelt, ein florierender Handel. Allerdings haben wir sehr ambitionierte Ziele, nämlich alle 4 Wertungen müssen mindestens 70 erreichen. Ja, ihr seht, da haben wir doch wirklich noch einiges vor. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ja, wir entwickeln unsere Stadt weiter. Ich würde doch gerne hier noch ein Silo haben. Das bauen wir hier so auf. Dieses Silo soll Weizen fordern. Und ich würde auch mit der zweiten Nahrungsmittelart jetzt schon beginnen wollen. Ja, schon wieder eine stürmische See. Das ist natürlich schade, aber kann man jetzt nichts machen. So, wir haben hier noch fruchtbares Gebiet. Wunderbar, da können wir nämlich jetzt Gemüse oder Obst. Pflanzen wir Obst an. Komm du Schaf, geh mal da weg. So, ja, das müsste eigentlich reichen. Hier kann noch ein Theater hin, damit sich das weiterentwickelt. Oh, das Schaf ist weg. So. So, dieses Wohngebiet entwickeln wir auch weiter. Hier kann das Badehaus hin. Ja, ich weiß, wir brauchen Mitarbeiter. Ja, und ich sollte, glaube ich, hier auch noch ein Wohngebiet planen. Ich würde jetzt mal hier das so rumbauen. Und schon mal hier eine Verbindung schaffen zu dieser Brücke. Wir werden das Villengebiet nicht autark setzen, sondern mit einer Verbindung zur Stadt. Deswegen brauchen wir auch die zweite Nahrungsmittelart. Ja, interessant. Dieses Silo kriegt einfach keine Mitarbeiter. Das finde ich ja sehr spannend. Dann bauen wir jetzt hier einen Loop auf. Dafür müssen wir eine Weinkälterei hier entsprechend entfernen. Dann können wir hier die wieder aufbauen. So, dann können wir hier auch noch mal einen Ingenieursposten bauen und einen Präfekten. So, jetzt ist das Silo auch entsprechend wieder in Betrieb. So, wir bauen hier ein zweites Silo. Dieses zweite Silo soll das Obst annehmen. So, eine Schule kann hier auch hin. So, passt denn jetzt hier ein Amphitheater rein? Ja, und das passt noch wunderbar hier rein. Dann können wir hier jetzt auch Gladiatorenschule bauen. Die kann jetzt tatsächlich dann hier hin. So, unser Militär ist auch schon ziemlich gut ausgebildet hier. Ja, und wir haben auch schon die Mitteilung, dass eine entfernte Schlacht zugange ist. Okay. Ich würde dann doch gerne jetzt diese Grenze hier entsprechend sichern. Bauen wir mal die Mauer hier so auf. So, da kommen sie auch nicht durch. Nein, das geht nicht. Ich baue sie aber doch doppelt. Beziehungsweise dreifach, ja sozusagen. Ja, Türme wäre jetzt nicht schlecht. Aber vielleicht lassen wir das jetzt erstmal so. Später
Wenn ich dann hier das Villenviertel aufbaue, können wir hier auch noch Türme bauen. Und ich möchte hier definitiv 2 Forts noch haben. Denn wenn wir hier angegriffen werden, haben die anderen Kompanien es doch ziemlich weit hier rüber. Dann haben wir hier schon mal so die Vorhut. So, hier entwickelt es sich auch weiter. So, die kriegen ja kein Wasser. Deswegen nehme ich jetzt das hier weg. Dann kann sich hier ein Viererblock entwickeln. Kommen noch Gärten hin, dann passt das. So, den Arzt würde ich, glaube ich, hier hinbauen wollen. Dann kann hier noch eine Bibliothek hin. Ja, und ich würde sagen, wir entwickeln das 3. Wohngebiet. Ich wollte es ja erst hier reinpacken, aber ich würde es wahrscheinlich doch eher hier hinsetzen. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, noch Farmen zu bauen und auch noch Kulturgebäude. Gut, ja, würde ich sagen, beginnen wir damit mal. Ja, wir haben jetzt hier unser 3. Wohngebiet konzipiert. Brunnen haben wir, außenliegende Wohngebiet haben wir auch schon hier konzipiert. Wir parzellieren jetzt hier in der Mitte schon mal. Ja, und was wir hier auch ganz dringend brauchen, ist natürlich ein Silo. Das kann hier hin. Dieses Silo soll Weizen fordern. Dann können wir hier noch eine Farm bauen. Nämlich hier. Und hier. Wobei, das wechseln wir. Diese Obstfarm kann natürlich hier hin. So, diese Obstfarm kommt hier hin. Obstfarmen haben eine bessere Attraktivität als die Weizenfarmen. So. Natürlich muss hier auch ein Ingenieursposten und eine Präfektur hin. Ja, und einen Arzt sollten wir hier auch entsprechend aufbauen. So, jetzt wundert euch nicht, dass ich hier 2 Gärten gesetzt habe und nicht hier noch 2 Parzellen. Hängt mit dem Wasser zusammen. Das Wasser geht nur bis hierhin mit diesem Brunnen. Wenn wir aber hier die Ausbaustufe große Insula haben, ist das ja 2×2 und dann haben wir hier den gesamten Bereich ausgefüllt. Es werden Angestellte benötigt. Warum? Dieses hat sich doch hier bestens entwickelt. Ja, und schon 3000 Einwohner in Syrakuse. Ja, Möbel. Sollten wir jetzt mal ein Limit einstellen. 5. Geschirr haben wir, Waffen haben wir und wir exportieren auch das Öl. Da würde ich auch gerne ein Limit von 5 Einheiten haben. Gut. So, unsere 4 Forts sind gefüllt. Und wie ich schon erwähnt habe, möchte ich hier gerne nochmal 2 Forts bauen. Wir fangen an mit den Legionären. So, hier. Ja, bauen wir sie so. Ja komm, wir haben so viel Geld, dann können wir auch das Fort für die Wurfspeerträger schon errichten. Und dann haben wir unsere volle Kampfstärke mit 6 Forts. So, und das sollten wir hier wegnehmen, damit die da auch überhaupt hinkommen zu ihren Forts. Hier können wir schon den Markt errichten. So, wie sieht es mit den Göttern aus? Unzufrieden. Naja, gut.
gut, dann feiern wir ein Fest für Merkur. Und dann können wir nochmal Tempel errichten, gerade hier für unser neues Wohngebiet. Ja, und hier haben wir jetzt gutes Potenzial an Arbeitskräften, um unser Villengebiet aufzubauen. Wie ich schon gesagt habe, hier möchte ich unser Villengebiet jetzt aufbauen mit dem entsprechenden Versorgungszentrum. Oh, eine Tongrube ist überflutet. Das sollten wir mal sofort beheben. Wir haben irgendwie zu wenig Geschirr. Ne? Ich würde jetzt Geschirr mal importieren. Möbel haben wir noch. Ja, okay. Aber Geschirr ist jetzt gerade ein bisschen wenig hier. Keine Lust, dass wir eine Rückentwicklung haben. Hier können wir nochmal Plätze errichten, damit sich diese Wohngebäude weiterentwickeln. Ja. Ja, und wir haben unser Fest für Merkur. Ja, jetzt kann ich aber, glaube ich, mit meinem Villengebiet mal anfangen hier. So, wir führen hier den Weg mal raus. So. Okay, dann würde ich jetzt hier das Versorgungszentrum bauen wollen mit der kleinen Siedlung. Gut, damit fangen wir, glaube ich, mal an. Lagerhäuser. Ich würde das, glaube ich, mit dem Weg etwas anders bauen wollen. So und so. Ja. Ah, das passt nicht. Doof. So, wir müssen dafür sorgen, dass wir hier natürlich mit dem Weg rumkommen. Ne? So geht es. Wir brauchen 4 Lagerhäuser. Für Geschirr. Für Möbel. Für das Olivenöl. Und natürlich für den Wein. Das habe ich jetzt erstmal alles auf Annehmen gestellt. Wir müssen, glaube ich, die Produktionen noch etwas erhöhen. Für Geschirr und auch für Möbel. Ja, wir werden hier jetzt Folgendes machen. Wir werden als dritte Nahrungsmittelart dann tatsächlich Fisch produzieren. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum wir nicht Gemüse nehmen. Oh, eine Segnung von Merkur. Ein Silo ist gefüllt worden. Dieses hier hat alles, was es braucht. Wunderbar. Ja, die Frage ist jetzt, warum denn bitte nicht Gemüse? Gemüse hat die zweite Priorität nach Weizen. Wir bauen aber jetzt hier nur Weizen und Obst an in unserem Wohngebiet der Arbeiter.
Und wenn ich jetzt hier mit Gemüse anfange, laufen die Marktfrauen aus den Wohngebieten der Arbeiter alle hierhin, um Gemüse zu bekommen. So, und Fisch hat eine niedrige Priorität, deswegen müssen wir als dritte Nahrungsmittelart Fisch produzieren. Hier können wir nämlich den Fisch sehr gut produzieren. Wir müssen aber jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir hier ein kleines Versorgungszentrum jetzt noch aufbauen. Wir brauchen natürlich hier noch die Silos. 3 Stück. So, und dann bauen wir jetzt hier natürlich unser kleines Versorgungszentrum, beziehungsweise die Siedlung dafür auf. Hier passt genau das Reservoir hin und hier der Brunnen. Gärten, wunderbar. So, dieses Silo nimmt den Fisch an. Dieses Silo nimmt Weizen an. Und dieses Silo Obst. So, und dann können wir nämlich hier Farmen errichten. Das passt doch wunderbar. So, Geschirr ist wieder in den Lagerhäusern. Da können wir jetzt den Import wieder mal stoppen. Wir verkaufen aber auch jetzt kein Geschirr mehr. Möbel haben wir. Ja, das sieht soweit alles ganz gut aus. Wir haben jede Menge Arbeitslose. Wir könnten schon mal ein paar Akademien bauen. Die baue ich hier hin. Naja, ich befürchte, dass ich hier auch noch eine kleine Siedlung bauen muss. Für meine Fischerei hier. Das wird da wirklich nur eine ganz kleine Siedlung werden. So, hier kriegt auch nur einen Ziehbrunnen. Gut. Ja, und ich würde sagen, jetzt planen wir mal unser Villengebiet. Wir haben jetzt hier unser Villengebiet. Wir haben insgesamt 10 Villenstandorte, die wir in dem Ausbau 3x3 ausbauen werden. Ich denke mir mal, große Villa würde reichen. Dritte Nahrungsmittelart können wir selber produzieren. Den Wein würde ich eigentlich gerne verkaufen, weiterhin, sodass wir keine zweite Weinart zur Verfügung stellen. Ich denke aber, dass das für die Wohlstandswertung reicht. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist Wasser. Wir haben ja hier entsprechend noch ein Reservoir. Das bauen wir mal hier hin. Wir brauchen sowieso 2 Reservoirs. So, und hier brauchen wir auch natürlich eins. Da können wir den Balken jetzt mal hier wegnehmen. Dann kann das nämlich hier hin. So, und reicht das jetzt für das Wasser hier überhaupt? Gucken wir mal. Nee, sehen wir, mit einem Brunnen kommen wir hier nicht aus. Das ist Blödsinn. Wir brauchen hier mindestens 2 Brunnen. Und zwar so. So, da ist das andere Reservoir. Aquädukt. So, ja, die 2 Brunnen reichen. Da kann der eine Brunnen hier weg. Das müssen wir natürlich genauso bauen. Ja.
Gut. Nee, ich glaube, wir müssen das hier hinbauen, ne? So muss das sein. Die Geschwindigkeit können wir jetzt mal erhöhen. Ja, so passt es. Gut. So, wir brauchen natürlich einen Arzt. Der kann hier hin, dann bauen wir auch direkt den Barbier. Tja, hier ist kein Weizen mehr drin. Das ist doof. Wir sollten noch vielleicht ja, 2 weitere Weizenfarmen bauen. Ja, jede Menge Arbeitslose. Wir bauen jetzt hier auch schon mal die Farmen auf. Ups. Ja, das sollte reichen. So, und dann können wir hier einmal die Werft bauen. Und ja, 2 Kai-Anlagen sollten reichen. Dann bauen wir auch nochmal Weizenfarmen auf. Das habe ich doof gebaut, stelle ich gerade fest. Hätte ich einen Loop bauen sollen, ne? Nämlich so. Ja, es brennt. Wahrscheinlich hier, dort. Okay. Hier müssen wir definitiv noch eine Präfektur und einen Ingenieursposten noch bauen. So, und das können wir direkt wieder neu parzellieren. So, und dann können wir jetzt hier noch Weizenfarmen bauen. Das müsste genau passen. Ja, und das passt. Ah, super. Schaut euch das an. Dann kriegen wir den Loop hier tatsächlich noch rum. Ah, wunderbar. So gefällt mir das. Dann bauen wir das hier auch noch ein bisschen anders. Ja, und einen Arzt sollten wir hier auch bauen, ne? Gut, stellen wir die Warenlager ein. Hier kann jetzt das Geschirr gefordert werden. Hier kann Öl gefordert werden. Wein wird gefordert. Ja, und Möbel kann auch gefordert werden. Sehr gut. Gut, wir brauchen hier auf jeden Fall ein Forum. Wir brauchen Schulen. Da brauchen wir direkt 2, würde ich sagen. Ne? So. Bibliotheken. Ja. So, wir brauchen später natürlich ein Kolosseum. Das würde ich tatsächlich hier hinbauen wollen. Dann können wir auf der anderen Seite die Villa bauen. Die müsste hier hinpassen für den Gouverneur. Ja. Machen wir es so. Gut, wir brauchen ein Theater. Da baue ich direkt 2. Die Künstlerkolonie dafür. Ja, wo bauen wir die jetzt auf? Wir können die hier aufbauen. Ja, das klingt nach Kampf gleich. Okay, ja, dann bauen wir sie hier auf.
kann hier noch die Gladiatorenschule hin. Das müsste eigentlich ganz gut passen. So, hier können Kulturgebäude nachher hin. Und auf jeden Fall muss hier der Markt hin für dieses Wohngebiet. Und wir haben nur 3 Tempel ja im Villengebiet. Das heißt, ich brauche natürlich noch für Mars einen Tempel. Und wir brauchen einen Tempel für Venus. Und was ist jetzt hier los? Oh, es brennt schon wieder. Naja. Ich hoffe, es wird gleich gelöscht. Hier sollte auch ein Markt gebaut werden. So. Verschönerungen. Hier auch. So. Wir verkaufen jetzt keine Möbel mehr. Und auch kein Geschirr. Wir exportieren jetzt wirklich nur noch Wein, Öl und Waffen, wobei wir beim Wein auch ein Limit von 2 einstellen. Wir können die Möbelproduktion noch ein bisschen erweitern. Wir haben auch die Möglichkeit, hier noch ein bisschen Geschirr zu produzieren. Ich würde ein bisschen Marmor einkaufen für Orakel. Ich habe extra hier Platz gelassen für ein Orakel. Wir bauen hier auch schon mal die großen Statuen auf. Die finde ich ja immer persönlich am besten. Ne, zurück. 1, 2, 3, das passt. 1, 2, 3, das passt auch. Das heißt, ja, wir dürfen die große Statue nicht hier ranbauen. Das muss so gebaut werden. Jawohl. So passt es. Eine Forderung des Imperators. 8 Einheiten Wein in 12 Monaten. Na gut. Den Wein amstern wir jetzt mal. Wir können hier schon mal das Badehaus bauen. So, wir haben hier keine Möbel mehr drin, ne? Ja gut, Möbel verkaufen wir jetzt nicht mehr. So, hier können wir natürlich auch schon das Forum bauen. Steuern sind wichtig. Verschönerungen. So, dieses Silo muss tatsächlich das Obst mal fordern. So, das sieht doch alles schon richtig gut aus hier. Hier können wir auch mal eine Schule bauen. Und eine Bibliothek oder ein Theater. Na, bauen wir ein Theater hier auf. Hier können noch Verschönerungen hin. Ja, momentan sieht das hier eigentlich ganz gut aus. Vielleicht müssen wir noch ein paar Obstfarmen bauen. So, hier kann das Amphitheater hin. So, wir haben genug Wein. Wir können das dem Imperator schicken. Ja, und dann kriegt er von uns noch ein Geschenk. Und zwar ein üppiges. Bitteschön. Ja, bitte, gerne, danke. Ja, ich würde sagen, wir bauen hier nochmal 2 Obstfarmen auf. Ja, können wir so bauen. Ja, hier auch noch eine. Und dann können wir hier tatsächlich nachher noch Weizenfarmen bauen. Aber ich glaube, Weizen haben wir jetzt genug. Ja, ich habe hier das so gebaut, dass wir hier noch Tongruben bauen können. Das bringt aber eigentlich nichts, weil ich keinen Platz für die Töpfereien habe. Außer hier. Doch hier geht es noch. Aber eine kriegen wir hier noch unter, ne? Ja, dann bauen wir das so.
So, die Silos sind leer, das ist schlecht. Ich würde aber jetzt hier noch tatsächlich 2 Ölmühlen bauen wollen. Und 2 Töpfereien. So. Wir werden es ein bisschen mal verändern. Hier können auch noch Obstfarmen hin. So. Die Weizenfarmen. Da kann hier noch eine hin. Und hier. So, da wandern noch jede Menge neue Bürger ein. Beginnen wir hier weiter unser Villengebiet auszubauen. Wir bauen ein Amphitheater. Das kann hier hin. Wie gesagt, das Kolosseum würde ich dann hier hinbauen. Ja, okay. Oder so. Wir brauchen noch Platz für Akademie und Krankenhaus. Also zentral fände ich ja schon schön, ne? So, Gladiatorenschule brauchen wir. Achso, die wollte ich eigentlich hier hingebaut haben. Dann baue ich sie jetzt hier hin. Da passt doch eine Farm hin. Ach, wunderbar. Das mag ich ja. Eine Tongrube ist überflutet. Mal was Neues. Wir brauchen mehr Farmen. Wir müssen hier wirklich die Weizenproduktion noch etwas erweitern. Ich habe keine Lust auf eine Unterversorgung. Ah, das passt jetzt nicht so gut. Wo muss genau hin? Nämlich so. Und dann passt hier noch die Weizenfarm hin. Gut. So, die eine Tongrube noch aufbauen wieder. Ja, wir brauchen Mitarbeiter. Haben hier leider eine Rückentwicklung gehabt. Wie gesagt, dieses Silo muss auch natürlich voll sein und diese Silos müssen auch voll sein. Das ist im Moment ein bisschen schwierig. Wir bauen weitere Weizenfarmen hier noch auf. Hier passen noch 2 Stück hin. Es brennt wieder. Und da gucken wir gleich hin. Ja, und der Feind greift uns an. Erstmal die Geschwindigkeit nach unten. So, und dann gucken wir mal, wo sie angreifen. Ah, sie greifen hier an. Okay. Und dann werden wir mal hier den Wald wegnehmen. Etwas, nicht zu viel, sonst kommen sie direkt hier durch. Gut. Dann positionieren wir mal unsere Soldaten hier. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie groß diese Armee ist. Wir holen noch schnell hier unsere Soldaten. Gut, dann haben wir die alle platziert. Dann können wir die Geschwindigkeit jetzt wieder auf 70% stellen. Da kommen sie jetzt. So, okay, ihr seid schon da. Drehen wir euch mal hier. Oh, Kriegselefanten. Eieiei. Naja, so groß ist die Armee aber jetzt nicht, die uns hier angreift. Nee, das war ja klar, dass jetzt der Imperator Gemüse haben möchte. 10 Einheiten Gemüse in 12 Monaten. Wir werden aber jetzt erstmal hier kämpfen.
Ah, da kommen die anderen. So, ja, dann fangt mal an hier. Ja, komm, ich bin ja nicht so, sonst dauert das ja Ewigkeiten hier. Bitteschön. Ja, also keine Chance hier. So, der eine Kriegselefant ist schon weg. Was ist mit dir jetzt? Gut, er ist einfach verschwunden. Wunderbar. Ihr könnt zurück. Ja, das war ja jetzt nicht so schlimm gewesen, aber das wird sich wahrscheinlich noch ändern. So. Okay, man hat den Missionsposten zerstört. Das ist mir auch egal. So, hat es noch irgendwo gebrannt? Ja, hier. Okay. Ja, wir brauchen Gemüse. Das kaufen wir uns aber jetzt ein. Dieses Warenlager kann Gemüse annehmen. So. Importieren und Hamster. Wunderbar. So, Geschirr haben wir mehr als genug. Das können wir jetzt mal verkaufen wieder. So, wir entwickeln mal hier dieses Wohngebiet weiter, indem wir Schulen bauen, Bibliotheken und natürlich auch ein Theater. Wir sollten noch eine Künstlerkolonie bauen. Ja, die kann hier hin. Rom zahlt höhere Löhne. Oh. 28, naja, bei uns kriegt ihr 29. Ja, wir brauchen weiter Bürger für unsere Kultur. Das können wir hier noch verschönern. So, warum hamster ich den Wein? Weil ich dem Imperator das gegeben habe. Haha. Ich wundere mich schon, warum ich hier keinen Wein verkaufe. Ja, ein Badehaus können wir jetzt hier auch schon mal errichten. Und hier muss der zweite Markt hin, definitiv. Schon wieder eine Tongrube überflutet. So, ich sehe da schon Gemüse im Warenlager. Können wir verschicken. Wunderbar. Das Gemüse werden wir natürlich jetzt nicht mehr einkaufen. Ja. Eine Einheit ist ja noch drin. Wer weiß, ob wir nochmal welchen einkaufen müssen. So, mittlerweile haben wir schon die großen Insulars in unserem Villengebiet. Ja, aber ich brauche dringend neue Bürger. Und das muss ich hier tatsächlich erstmal richtig entwickeln. Das gefällt mir nicht. Wir können etwas Marmor einkaufen für unser Orakel. Oh nein! Ein Erdbeben. Wo denn? Okay, wo ist denn jetzt das bitte? Ja. Ach Gottchen. Das ist hier. Ganz am anderen Ende unserer Karte. Na gut. Da brauchen wir uns jetzt keine Sorgen zu machen. So, dieses Wohngebiet entwickelt sich jetzt Gott sei Dank wieder besser, nachdem jetzt dieses Silo hier wirklich immer permanent
Weizen hat. Ja, das sieht gut aus. Mhm. Ja, bitte gerne. Ja, wunderbar. Mittlerweile 5000 Einwohner in Syrakusa. So, wir werden hier die Entwicklung weiter starten, indem wir das Amphitheater bauen. Oh ja, Geschirr ist auch jetzt schon ziemlich gut abverkauft worden hier. Exportieren wir jetzt nicht mehr. Waffen können wir exportieren, Öl und auch Wein. Das passt. Und Rom zahlt niedrige Löhne. 27, okay, ihr wisst ja Bescheid. 28 kriegt ihr. Ja, und Olivenöl würde ich jetzt mal auch nicht verkaufen. Wir verkaufen jetzt nur Wein und Waffen. So, Marmor haben wir, den brauchen wir jetzt nicht zu importieren mehr. Wo ist er? Da. So, dann können wir nämlich jetzt hier mein Orakel bauen, das ich bauen wollte. Und dann können wir hier noch eine große Statue bauen. Ja. So. Ja, und jetzt können wir das Kolosseum bauen, endlich. Das kommt hier hin. Das Löwenhaus dafür bauen wir wo? Hier. Ja, das weiß ich. So, unsere Gottheiten sind gleichgültig. Oh, ich muss auch Tempel bauen, sehe ich gerade. Also erstmal ein Fest für Ceres. Okay, und Merkur hat 6 Tempel. Okay, dann bauen wir nochmal ein paar Tempel. Ne? Können wir jetzt hier hinbauen? Ja, dann bauen wir das hier so um unseren Senat herum. So. Ja, und ihr seht, es haben sich die herrschaftlichen Insulars entwickelt. Die brauchen jetzt den Wein und die brauchen vor allem, na das nicht, aber eine Akademie. Ja, die kann hier hin. Und ein Krankenhaus. So, da entwickeln sich jetzt entsprechend unsere Villen. Und es brennt wieder. Tja, das ist echt nervig hier. Wunderbar, unser Kolosseum ist funktionsbereit. Ja, das ist hier echt nervig. Da müssen wir jetzt tatsächlich mal eine Präfektur hier bauen. So, nochmal hier Plätze. Der Imperator möchte Holz haben. Und unser Fest für, ich glaube, Ceres, ne? So, der Imperator möchte Holz haben. Okay.
Können wir Holz einkaufen? Nein, können wir nicht. Dann müssen wir das jetzt hamstern. Ja, komm, dieses Lagerhaus kann jetzt das Holz annehmen. Gut. So, und dann entwickeln sich jetzt hier unsere Villen weiter. Wir haben jetzt die große Villa und die kriegen jetzt gleich noch entsprechend eine dritte Nahrungsmittelart. Da ist sie schon. Dann haben wir nämlich die herrschaftliche Villa und das ist jetzt unser Endausbau. Wir haben zu wenig Arbeiter. Wir sehen, bei Gesundheit und Bildung fehlen uns einige, nämlich 27. Damit kriegen wir natürlich unsere Kulturwertung nicht auf die gewünschten Werte. Das heißt, wir müssen allmählich wieder mit dem Feintuning beginnen. Es wandern zwar noch weiter Menschen ein, aber ich denke mir, das reicht nicht. Da müssen wir mal schauen, was wir machen können. Wir können auf jeden Fall schon mal ein paar Verschönerungen hier durchführen. Wie hier zum Beispiel, damit sich diese Gebäude weiterentwickeln. Genau. Hier auch. Und wieder ist eine Tongrube überflutet. Oh, wir kriegen eine Segnung von Ceres. Alle Feldfrüchte sind auf einmal reif. Oh, das ist schön. Hier ist die Tongrube. Ja, die bauen wir mal wieder auf. Hier, und wir haben hier noch Platz. Wir könnten hier auch noch eine Tongrube bauen. Ich möchte aber ein bisschen mehr Olivenöl produzieren, weil wir das noch gut verkaufen können. So, ja, das sollte eigentlich passen. Wir haben jetzt 3 Tongruben. Die können 6 Töpfereien versorgen. Naja gut, und hier sehen wir jetzt 6. Also normalerweise sind die hier schon zu viel. Müssen wir gleich mal schauen. Vielleicht werden wir die auch entsprechend wegnehmen. Wir könnten etwas Olivenöl mal verkaufen. So, wir lassen 5 Einheiten natürlich im Warenlager. Ja, Möbel könnten wir verkaufen. Da stellen wir auch mal das Limit auf 8. Ja, das passt natürlich super, dass das Holz jetzt für den Imperator zur Verfügung steht. Auch das verschicken wir sofort, dann kann das Holz nämlich wieder genutzt werden. So, dann können wir nämlich weiter Möbel produzieren. Ja, so, man kann natürlich auch diese Siedlung hier etwas weiterentwickeln. Man könnte hier den Tempel wegnehmen und ein Badehaus bauen hier. Und dann können die sich weiterentwickeln. Den Tempel des Neptun müssen wir natürlich wieder aufbauen. Den können wir hier hinbauen. Wie bauen wir das? So. So, und da entwickelt es sich nämlich schon, das Wohngebiet. Das ist sehr schön. Ja, unsere Villen haben sich prächtig entwickelt. Wir können jetzt hier die kleinen Statuen natürlich wegnehmen. Und dann entwickeln die sich auch weiter. Ja, wunderbar. Damit ist das Villengebiet hier fertig in diesem Stadion. Noch die restlichen Gärten hier hinsetzen. So. Und dann ist das fertig und die haben noch jede Menge Möglichkeit, Kulturgebäude zu bauen. Ja, und auch dieses Wohngebiet können wir natürlich mit einem Badehaus versehen. Oh ja, hier haben wir nicht mehr so viel Möbel jetzt im Warenlager. Den Verkauf, den stoppe ich mal wieder. Wir müssen jetzt erstmal hier wieder genug produzieren. Aber wir verkaufen ja jetzt Öl und ich glaube, unsere Stadtkasse sieht wirklich sehr gut aus.
So, und jetzt sehen wir nämlich hier, die beiden Töpfereien haben keinen Ton mehr. Die reißen jetzt tatsächlich ab. Auch diese Ölpresse reiße ich ab. Die sind einfach zu weit weg. Wir müssen das hier wirklich zentralisieren, damit es effektiver ist. Ja, und somit habe ich natürlich wieder ein paar freie Arbeiter. Naja, fast. Aber wir können jetzt mal schauen. Wir brauchen weiter Schulen. Tja, und wie ich schon gesagt habe, hier können wir Schulen bauen. Bauen wir direkt mal 2 Stück. Ja, und so schnell ist das Olivenöl auch schon wieder weg. Oh. Kein Handel mehr. Ja, wir exportieren jetzt hier Waffen und Wein. Ja, und sukzessiv tatsächlich Möbel und Geschirr. Ja, und auch mal wieder Öl, wenn wir genug haben. Das mit dem Wein, da ist ja immer unser Arbeitspotenzial, wenn wir das Gewerbe stilllegen. Wir können den Wein natürlich importieren. Schweren Herzens werde ich das jetzt tatsächlich machen. Das Gewerbe ausschalten. Wir importieren die Ware und auch die Produktion von Reben oder Trauben wird ausgeschaltet. Gut. Dieses Warenlager nimmt den Wein an. Es wird ja alles über den Seeweg ja entsprechend hier angeliefert. Das passt. Ja, und dieses Warenlager fordert den Wein. Okay, und wenn wir genug Wein haben, können wir das einfach bei den Lagerhäusern einstellen, dass kein Wein angenommen wird. Ein positiver Effekt bei dieser Sache ist, wir haben die kleinen Paläste, die ja jetzt eine zweite Weinart bekommen haben, obwohl wir ja eigentlich keinen Wein mehr produzieren, aber hier haben wir jetzt die Entwicklung zu kleinen Palästen, also damit ist die Wohlstandswertung definitiv geschafft. So, und wir haben auch ein paar Arbeitslose. Aktive Theater werden benötigt. So, dann könnten wir hier noch ein Theater bauen. So, und das können wir hier mit Gärten füllen. Ja, da brauchen wir jetzt nichts mehr zu bauen. Hier könnten wir noch später was bauen. Ja, und ich glaube, ich würde jetzt erstmal hier den Weg rausbauen und würde gerne hier noch eine Mauer bauen. Dann kommt hier das Wachzimmer hin. Na, komm. So. So, dann haben wir jetzt hier die Mauer und ich würde jetzt tatsächlich hier noch ein kleines Kulturzentrum aufbauen. Mit einer kleinen Siedlung dazu. Das Reservoir könnten wir hier hinbauen. Nehmen wir das mal hier weg. So. Okay, dann gucken wir mal, wie weit das Wasser bzw. die Rohre reichen. Okay, dann kann hier ein Brunnen hin. Und dann können wir bis hier das entsprechend machen. Ja, das passt. Dann führen wir das so. Ja, ich glaube, das reicht, oder? Wir brauchen keine große Siedlung hier. Ja, so reicht das. Kommen hier Gärten hin. Was wir natürlich brauchen, ist ein Ingenieursposten und eine Präfektur. So, unsere Götter sind nicht ganz so entzückt. Also, Neptun kriegt jetzt erstmal ein Fest.
Hier bekommen eine neue Forderung des Imperators. 14 Einheiten Wein in 12 Monaten. Nun gut, Wein kaufen wir ja ein. Oh, da haben wir 15. Können wir verschicken. Wunderbar. Ja, hier habe ich jetzt noch mehrere Schulen gebaut. Wie sieht denn unser Arbeitsmarkt aus? Oh, geht noch. Oh, wir brauchen jetzt Akademien. Okay. Auch Akademien können wir natürlich hier noch hinbauen. Wir haben ja hier wirklich jede Menge Platz. Bei unserem Villengebiet, ja, setzen wir es auf die andere Seite. So, ja, dritte Nahrungsmittelart ist, glaube ich, hier ein bisschen problematisch. Wir produzieren eigentlich viel zu wenig Fisch, aber ich will auch jetzt hier nicht entsprechend das weiter noch ausbauen. Ich denke mir mal, für die Wohlstandswertung reicht es, aber ich möchte gerne hier das ein bisschen verschönern. So. So, unser großes Fest. Ich weiß leider gerade nicht für wen. Für Neptun. Na gut. Naja, der war ja auch unzufrieden. Gut. Ja, jetzt können wir hier den Brunnen bauen. Das ist doch gut. Passt das? So, dann entwickeln die sich auch weiter. So, komm, dann kriegen die auch noch eine Schule. Müssen wir sowieso wahrscheinlich noch weiter bauen. So, hier sieht eigentlich soweit alles ganz gut aus. Tja, Geschirr haben wir ja sehr viel im Warenlager. Könnten wir verkaufen. Möbel verkaufen wir jetzt erstmal nicht. Weiter. Ja, Waffen, das sieht eigentlich auch ganz gut aus. So, hier, diese kleine Siedlung braucht natürlich definitiv einen Markt. Ja, diese Kulturwertung ist wirklich anstrengend. Jetzt brauchen wir Theater. Ja, Wohlstandswertung steigt, alles gut. Ja, Friedenswertung. Wir kriegen pro Jahr 5 plus für die Friedenswertung, wenn wir im Frieden auch leben und unsere Stadt verteidigen können. Oh ja, das sind noch, nach Adam Riese, 5 Jahre. Ja, haben wir noch ein bisschen was vor uns, ne? So, aktive Theater. Da brauchen wir auch noch mal hier eine Künstlerkolonie. Tja, setzen wir die hier hin? Ne, da können noch entsprechend andere Servicegebäude hin. Setzen wir hier hin. Und dann, damit sich das ja auch weiterentwickelt, Schule, bitteschön, gerne geschehen. Und dann bauen wir auch das Theater noch. So. Ja, ich denke, Nahrungsmittel produzieren wir mehr als genug. Da könnte man gegebenenfalls sogar noch ein paar Farmen abreißen. Und wir haben ja eine stürmische See. Die Seehandelsrouten sind unterbrochen. So, da sehe ich gerade, die Marktfrau hat gut eingekauft. Für dieses kleine Wohngebiet hier, die kriegen auch noch ihre Plätze. Oh, wir haben schon 43 Kultur, aber keine Arbeiter. Ah doch, 4. Dann bauen wir doch noch hier eine Bibliothek auf. So, dann können wir das hier schon mal verschönern. Da sind wir jetzt auch soweit hier durch. Hier können wir noch ein Gebäude bauen, wenn wir wollen. Oh, wir haben hier keine Möbel mehr und hier das Lagerhaus ist voll mit Möbel. Das können wir jetzt mal so einstellen, dass es noch angenommen wird, die Ware, damit wir hier genug Möbel haben. So, wir können wieder etwas Olivenöl verkaufen. Und Geschirr verkaufen wir auch wieder.
Oh, das klingt nach Kampf. Ja, die Feinde stehen wieder vor den Toren. Ja, wir bekommen die Forderung vom Imperator, Truppen in Bewegung zu setzen. Wir müssen wieder eine Stadt verteidigen. Eine kleine Truppe wagt den Angriff auf Leptis Magna. Okay. Ja, hier Wurfspeerträger und Legionäre, 2 müssten reichen. Können wir verschicken, bitteschön. Wo liegt denn eigentlich Leptis Magna? Na, hier in Nordafrika. Okay, gut. So, die 2 Kompanien sind jetzt weg. Wir haben ja hier noch unsere 2, das ist auch gut. Ja, ich finde, unser Villengebiet sieht so richtig gut aus. Das gefällt mir. Wir schauen mal wieder nach unserer Kulturwertung. Ja, eine Tongrube ist überflutet. Da kümmern wir uns gleich drum. Oh, wir haben schon die 53 erreicht. Jetzt brauchen wir Kultstätten. Na gut. Ja, Kultstätten können wir hier auch noch bauen. In der Mitte kommen natürlich noch Gärten hin. Sehr schön. Hier auch noch ein bisschen Platz. So, die Straße hier können wir doppelt ausbauen. Ja, und es wandern ja immer noch ein paar Menschen in unsere Stadt ein. Wir haben unsere Wohngebiete eigentlich ganz gut hier weiterentwickelt. Warum verkaufen wir kein Olivenöl? Habe ich doch eingestellt, oder? So, Geschirr verkaufen wir jetzt erstmal nicht. Doch, Olivenöl haben wir eingestellt. Gut. Oh, hier ist eine Rückentwicklung. Was ist hier los? Unterhaltung. Ach so, hier ist noch die Tongrube. Naja, ich glaube, Wein brauchen wir jetzt im Moment nicht einzukaufen. Den dürfen wir natürlich jetzt nicht aus dem Import rausnehmen, weil dann sich die kleinen Paläste wieder umwandeln. Wir können aber auch hier alles auf nicht einstellen, setzen. So, dann haben wir nämlich jetzt erstmal keinen Weinimport mehr. Ja, wir produzieren jede Menge Olivenöl. Das ist echt interessant. Ja, also Nahrungsmittel haben wir ja jetzt hier genug. Das dürfte ja für die Märkte jetzt nicht das Problem sein. Okay. Ja, die haben tatsächlich hier erstmal Probleme mit Nahrungsmitteln. Das finde ich sonderbar. Ja, ich sehe gerade dieses Silo hier, was eigentlich Weizen fordert, ist natürlich leer. Und die Marktfrauen wollen natürlich als erstes Weizen haben. So, hier hat sich das jetzt verbessert, aber hier muss definitiv mehr Weizen rein. Ne? So, hier das nur mal kurz einstellen. Ja. Und Obst haben wir hier nämlich mehr als genug. Ich werde hier eine Farm umswitchen. Ja, da kommt gerade eine Ladung Weizen für das Silo. Sehr gut. Oh wow. Jetzt ist unser Olivenöl aber hier komplett verkauft worden. Das können wir direkt wieder umschalten. Dafür können wir jetzt Möbel verkaufen. Ach, das ist hier wirklich eine Rumklickerei und immer wieder rumswitchen. So, das hat sich aber wieder hier entwickelt. Gott sei Dank, da ist auch wieder Weizen drin. Ja, das passt wieder. Wieder ein Blick auf unsere Kultur. Wir haben 61 erreicht. Das ist sehr schön. Wir brauchen da aktive Theater. Da setze ich direkt 2 Stück hier hin. So, weitere Verschönerungen. Immer daran denken, dass diese außenliegenden Wohngebiete natürlich sich auch weiterentwickeln sollen.
So, und die beiden hier, die kriegen leider kein Wasser. Reißen wir ab, dann müsste sich eigentlich das jetzt hier entwickeln. Kann aber, dass die Attraktivität nicht so gut ist. Wir machen Folgendes. Hier diesen Tempel des Merkur reißen wir ab. Wir können hier noch ein Orakel hinbauen. Wir haben noch etwas Marmor. Bei Orakel haben wir schon super Entwicklung auf die Attraktivität. Und dann haben wir nämlich jetzt hier die große Insel, die das hier alles ausfüllt. Wunderbar. Natürlich sollten wir nicht vergessen, den Tempel des Merkurs wieder aufzubauen. Der kann dann jetzt hier hin. So, und dann kommt hier noch ein Arzt hin. Und dann Gärten. Und dann ist hier unser Kulturzentrum auch voll. So, und dann wandern sie wieder ein. Wunderbar. So, Möbel sind auch wieder verkauft. Ne, Geschirr nicht. Möbel nehmen wir wieder raus. Ja, okay. Und wieder eine Tongrube überflutet. Darum kümmern wir uns sofort. Ja, und wir brauchen weiterhin Schulen, aber wir haben schon 67. Ich glaube, wir haben es bald geschafft. Allerdings fehlen uns noch einige Arbeiter. Wir müssen noch warten hier. Ja, wir werden angegriffen von der feindlichen Armee. Weil wir Waffen haben und da muss halt einfach drauf warten. Erstmal die Geschwindigkeit runter. So, wo greifen sie denn an? Jo, hier, das ist aber nicht schön. So, ihr müsst erstmal hier rüber. Ihr habt den weitesten Weg. So, und ihr habt ja Gott den kürzesten Weg. Allerdings haben wir auch nur 4 Kompanien, ne? Gut, schauen wir mal, ob wir das so schaffen. Wir haben ja hier unsere Mauer extra stark ausgebildet. So, die Geschwindigkeit können wir mal wieder erhöhen. Oh je, das ist eine große Armee, die da auf uns zukommt. Und auch noch Kriegselefanten. Ich hoffe, gleich kommen hier meine anderen Soldaten. Ah, da sind sie. Gut. Kommt mal ein bisschen näher hier ran. So, da kommen meine anderen Legionäre, Gott sei Dank. Oh, just in time hier, oder? So, euch drehe ich mal direkt auch noch. Und dann guckt ihr hier hin. Ah, verkehrt gedreht. So, Gott sei Dank. Okay, dann könnt ihr schon mal hier durch. Okay. Ja, sehr gut. Sofort die Kriegselefanten hier ausschalten. Ja, sehr gut. Gut.
So muss das sein. Schön in Intervallen. Ja, knabbert euch ruhig da durch diese Wand durch. Okay, los geht's. Ah, das sieht gut aus. Noch halten hier die Stellungen. Ja, sehr gut. Ja, dann dieser Kriegselefant hier kann jetzt auch entsprechend beseitigt werden. Der Rest der feindlichen Armee ist auf der Flucht. Na komm. Na, er ist verschwunden. Gut, ihr könnt zurück und wir haben keine Verluste. Das war ein super Kampf. Also die Armee war schon recht stark hier, aber durch diese Mauer wird das hier echt ziemlich gebremst. Das ist gut. Die bauen wir direkt wieder auf. Puh, überstanden. So, der Arbeitsmarkt erholt sich so allmählich wieder. Ja, wir brauchen weiterhin Schulen, aber wir warten jetzt tatsächlich mal, bis sich der Arbeitsmarkt hier verbessert hat. Ein paar Verschönerungen hier an unserem Eingang. Na komm, dann bauen wir hier noch eine Schule auf. Gärten. So, wir haben die Kulturwertung geschafft, Wohlstand ist geschafft, Gunst ist geschafft. Ja, und wir brauchen jetzt eigentlich nur noch Frieden. Da habe ich ja schon gesagt, wie viele Jahre wir noch brauchen, bis wir die 70 erreichen. Nämlich jetzt tatsächlich noch 4 Jahre. Gut, das heißt, wir müssen gucken, dass wir jetzt noch ein paar Bürger jetzt hier haben, dass wir unsere Arbeitsstellen noch alle besetzt haben. Wir müssen weiter noch dafür sorgen, dass wir natürlich eine positive Bilanz haben. Ja, eine stürmische See sorgt dafür, dass unsere Handelsrouten wieder blockiert sind. So, dieses Warenlager muss natürlich jetzt den Wein wieder fordern. Das ist ganz wichtig. Sonst haben wir hier nachher eine Unterversorgung. In unserem Villengebiet haben die denn alle Wein? Ja, die haben Wein und die auch. Okay. Warum habt ihr hier ein Problem? Es fehlt abwechslungsreiche Unterhaltung. Das verstehe ich jetzt nicht. Da gucken wir mal eben. Also, Theater haben sie. Amphitheater haben sie auch. Das Kolosseum haben sie auch. Das verstehe ich nicht. Wir haben auch die dritte Nahrungsmittelart. Nee, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Wein importieren wir. Kann ich im Moment jetzt nicht... Ach, jetzt geht's wieder. Da entwickelt sie sich weiter. Kann natürlich auch mit den fehlenden Arbeitern zusammenhängen. Ne? Okay, gut. Hat sich wieder entwickelt. Passt. Ja, Kultur brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann können wir jetzt hier noch die letzten Verschönerungen durchführen. So, wir haben ja hier 2 Akademien gebaut.
Und ich habe hier auch noch Platz. Ich würde diese 2 Akademien jetzt tatsächlich hier hinbauen, nämlich so. Und würde die jetzt hier wegnehmen. Und dann können wir nämlich hier das noch so verschönern. Ja, ich weiß. Das finde ich eigentlich ganz nett. Ganz vergessen, dass wir noch eine Forderung vom Imperator haben. Aber wir haben schon 4 Waffen im Warenlager. Das machen wir eben anders. Möbel nicht, Waffen hier. Stellen wir auf 5 Einheiten, dann können wir das gleich verschicken. So, unsere Gottheiten sind glücklich. Wir feiern ein Fest für Mars. Ja, ich weiß, du kriegst ja gleich deine Waffen. Ja, hier ist auch Olivenöl drinnen. Hier ist auch Wein wieder drinnen. Aber hier ist kein Geschirr mehr drin. Verkaufen wir Geschirr? Nee. Oh, das müssen wir jetzt mal eben importieren hier. Wir haben zu wenig Geschirr. Dafür verkaufen wir jetzt das Olivenöl. Wir haben 5 Waffen im Warenlager. Können wir verschicken. Dann können wir die Waffen wieder verkaufen. Ups. Unsere Truppen waren erfolgreich und haben die Stadt, wie hieß die nochmal? Leptis Magna sichern können. Ja, wir können einen Triumphbogen bauen. Wunderbar. Ja, bitte gerne. So, unser Fest für Mars. Ja, hier vor den Toren unserer Stadt passt doch ein Triumphbogen doch sehr gut hin. Nämlich so. So, dann machen wir das hier dann mal richtig schick. Ja, wenn wir einmal dabei sind, machen wir das jetzt hier mal so richtig schön. So, wir müssen mal aufpassen, dass wir nicht wieder hier in einen absoluten Verschönerungswahn kommen. Aber wir haben im Moment ja nichts zu tun. So, ja. So, jetzt haben wir wirklich genug Geld ausgegeben hier, ne? Also... Aber ich finde, so sieht es gut aus. So können wir es lassen. So, wir können hier natürlich auch noch die Wachzimmer bauen. So. Das habe ich nicht doof gebaut. Ich hätte ja eine Straße noch umbauen sollen. Ja, wir kriegen eine Segnung vom Mars, ein Schutzgeist, der unsere Stadt bewacht. Ach, wunderbar. Das finde ich sehr gut. So, jetzt können wir hier die Wachzimmer bauen. So, und dann bauen wir hier noch eine Mauer drumherum. Oh, es brennt. Oh Gott, ja.
Gut, bauen wir noch eine Präfektur hier auf. Obwohl, der wird gerade gelöscht. So. Wie sieht denn der Arbeitsmarkt überhaupt aus? Uns fehlen immer noch ein paar Arbeiter für Gesundheit und Bildung. Aber wir haben die Kulturwertung ja erreicht. Tja, letztendlich können wir es so lassen. So, hier können wir auch noch Verschönerungen durchführen. Ja, und hier war ich auch noch stehen geblieben mit meiner Mauer. Was ist jetzt wieder? Oh, Rom zahlt höhere Löhne, okay. Eben noch hier meine Mauer bauen. So, dann haben wir das. Rom zahlt 29, dann kriegt ihr 30. Ja, und ihr seht, wir haben fast alle Stellen besetzt. Fehlt uns noch einer. So, Wein haben wir auch wieder mehr als genug. Das können wir wieder umschalten. Wir müssen wieder ein bisschen Geld verdienen hier. Sonst geht unsere Wohlstandswertung runter. Eine weitere Forderung vom Imperator. 8 Einheiten Weizen. Naja gut, also Weizen produzieren wir ja hier mehr als genug. Da können wir hier eben den Weizen annehmen oder fordern sogar. Ja, hier sind ja keine Möbel drinnen. Mist. Den Verkauf von Möbeln muss ich wieder stoppen. So, wir verkaufen aber jetzt komplett die Waffen. Unsere Armee ist ja ausgebildet. So, den Weizen müssen wir mal eben hamstern. So, was haben wir denn jetzt hier schon im Warenlager drinnen? Nee, eine Einheit fehlt noch. So, jetzt. Schnell wieder nutzen. Und hier wieder rausnehmen. Ja, und unsere Soldaten kehren von ihrem Imperiumsdienst zurück und der Imperator dankt. Bitteschön. Ein neues Jahr ist angebrochen. Wir schauen noch mal ganz kurz auf unsere Wertungen. So, Kultur haben wir, Wohlstand haben wir, Frieden haben wir jetzt 62. Wie gesagt, 2 Jahre brauchen wir jetzt noch. Die Gunst haben wir erreicht, Bevölkerungsziel haben wir erreicht. Ja, 2 Jahre brauchen wir jetzt noch. Wir müssen immer wieder mal schauen, dass wir den Im- und Export hier gut steuern, damit wir nicht miese machen. Letztes Jahr sah aber ganz gut aus. Da brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. So, und hier im Versorgungszentrum der Villen sieht es auch gut aus. Ich habe jetzt hier noch eine Künstlerkolonie gebaut. Und interessanterweise hat das wohl gereicht, hier unsere Villen besser mit Kultur zu versorgen. Da habe ich ja immer noch ein bisschen das Problem gehabt, dass sie sich zurückentwickelt haben. Jetzt sieht es gut aus. Kaum gesagt, passiert hier schon wieder was. Aber wir haben keinen Fisch. Das habe ich hier versucht auch schon zu verbessern.
um noch einen dritten Kai hier gebaut, damit wir noch genügend für die dritte Nahrungsmittelart zur Verfügung stellen können. Das sollte jetzt, glaube ich, reichen. Die letzten Verschönerungen hier in unserem Villengebiet können wir jetzt auch hier noch errichten. Das ist gut. Und dann kann ich das, glaube ich, so sehen lassen, oder? Nochmal die Gärten umbauen. Schon wieder eine stürmische See. Okay. Ja, schon lange nicht mehr passiert. Eine Tongrube ist überflutet. Ja, und wir warten weiterhin, dass das Jahr vergeht. Schauen uns unsere schöne Stadt Syrakuse hier an. Ja, mir gefällt sie sehr gut. So, und dann hier schnell die Tongrube wieder aufbauen. Ja, und schon wieder eine stürmische See. Unser Handel wieder unterbrochen, aber ich denke mir mal, damit können wir leben. Ja, das letzte Jahr, was jetzt hier entsprechend angebrochen ist, danach haben wir die Friedenswertung erreicht. Alle anderen Wertungen haben wir. Ja, und dann bleibt uns auch wieder nichts anderes übrig, als zu warten. Übrigens ist das tatsächlich, ja, von der Zeit her das Minimum, was wir spielen können. Wie gesagt, die Friedenswertung ist ja die Wertung, die wir am schlechtesten beeinflussen können. Nur, dass unsere Stadt entsprechend gesichert ist. Und das ist ja zeitmäßig tatsächlich dann halt hier vorgegeben. Deswegen ist das Zeitlimit, was die City Builders uns gegeben haben, für uns uninteressant. Das haben wir ja locker erreicht. Gut. Ja, warten wir das letzte Jahr jetzt hier noch ab. Ich hoffe, es wartet nichts mehr Unvorhergesehenes. Aber wer weiß. Ja, der Feind rückt näher. Ein ausgewachsener Angriff erfolgt in Kürze. Vielleicht müssen wir uns doch nochmal wehren hier. Ja, da mache ich mir aber jetzt auch keine Gedanken. Wir haben ja hier unsere gut ausgebildete Armee. Da könnte man doch noch eine große Statue hinsetzen, oder? Ja, das passt jetzt nicht so schön. Eine mittlere vielleicht? Ja, die mittlere passt besser. Ja, selbst bei unseren Kompanienverschönerungen hier, das finde ich gut. Ja, und Rom zahlt höhere Löhne. Ja, und nochmal fordert der Imperator Truppen zur Verstärkung einer Stadt. So, erstmal kriegt ihr 32. Okay. So, und wieder wagt eine kleine Truppe den Angriff in 24 Monaten. Okay, die brauchen wir jetzt nicht mehr zur Verfügung zu stellen, wenn das Jahr vorbei ist. Haben wir dieses Szenario geschafft. Ja, und Rom zahlt schon wieder niedrige Löhne. So ganz zum Schluss. Passen wir das auch nochmal an, 28, dann kriegt ihr bei uns 29, wie immer. Ja, ein paar Arbeiter fehlen uns, 45, aber das ist jetzt nicht ganz so schlimm hier. Ja, ich finde, wir haben eine schöne Stadt hier entwickelt, Syrakuse, mit den ganzen Häfen hier an der Küste und dann im weiteren Verlauf hier unsere ganzen Farmen, unseren Senat. Ja, hier unser Eingang der Stadt mit dem Triumphbogen. Auch unser Villengebiet hat sich prächtig entwickelt. Alle Villen haben jetzt Gott sei Dank eine dritte Nahrungsmittelart bekommen. Das hat dann auch funktioniert. Die dritte Nahrungsmittelart ist hier unser Fisch, wo jetzt wieder unsere Fischerboote den neuen Fang machen. Ja, und vor den Toren unserer Stadt haben wir hier noch unsere 4 Forts, unser Militär. 2 hatten wir nochmal auch hier am entgegengesetzten Punkt unserer Stadt aufgebaut, da wir hier auch entsprechend angegriffen worden sind. Wir haben alle Wertungen soweit geschafft. Für die, die es interessiert, für die Kulturwertung haben wir 15 Schulen, 5 Akademien und 8 Bibliotheken.
Bei der Unterhaltung 12 Theater, 4 Amphitheater und ein Kolosseum. Ja, und unsere Götter sind mit jeweils 7 Tempel mehr oder weniger zufrieden. Wir könnten nochmal für Venus ein Fest feiern. So zum Schluss. Denn wir haben mittlerweile ja auch schon Oktober. Unsere Stadtkasse ist mehr als üppig. Wir haben relativ viel hier noch an Waren. Möbel habe ich jetzt gerade wieder verkauft. Das haben wir jetzt immer hin und her geschaltet. Das können wir wieder ausschalten. Und dafür verkaufen wir jetzt nochmal etwas Olivenöl. Ja, der letzte Monat ist angebrochen. 16 nach Christus. Ein letzter Blick auf unsere Stadt Syrakusa. Erfolgreich haben wir dieses Szenario der City Builders abgeschlossen. Wir werden befördert und zwar zum Prokurator. Natürlich nehmen wir diese Beförderung wieder gerne an. Ja, Sieg, wir haben es mal wieder geschafft. Ja, ein doch recht anspruchsvolles Szenario hier von den City Builders für Caesar 3 hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und ich bin gespannt, wie das nächste Szenario wird. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.